Ja, willkommen hier bei Chronisch Ehrlich im Studio und wir sind nämlich schon jetzt beim dritten Rezept angelangt. Das ist nämlich das dritte Video von einer Reihe von Rezepten, die du entwickelt hast und die du jetzt hier... Oh, die ich entwickelt habe. Ja, ist so, ist so. Ja, gut, okay. Du kannst stolz sagen, ja, ich bin Food Designer. Das Trester Gold, das sagt schon alles. Das entsteht nämlich aus Trester. Und zwar aus dem Trester, der mich seit fast 3 Jahren jeden Tag begleitet, nämlich den vom Selleriesaft. Jeder, der Selleriesaft trinkt, jeden Morgen weiß, dass es irgendwie ein Stich ins Herz ist, wenn man dann den Trester weggeben muss. Und da hattest du eine geniale Idee und verschiedene Produkte entwickelt, die man aus diesem Trester machen kann. Und heute sind wir beim Pizzaboden, den man aber auch als Wrap verwenden kann. Je nachdem, wie dick ich ihn ausstreiche. Ja. Also wenn ich ihn dünn ausstreiche, dann habe ich tatsächlich die Möglichkeit, den so zu trocknen, dass es so ein flexibler Wrap wird oder eben ein bisschen dicker dann als Pizzaboden. Ja, entweder für eine rohköstliche Pizza oder für eine Pizza, die eben ganz normal in den Ofen kommt. Ja, klingt mega. Ja, und ich möchte noch dazu sagen, es gibt noch eine sehr viel einfachere Variante. Ja. Einfach klingt gut. Einfach klingt erstmal gut. Das heißt also, ich trockne einfach den Trester so, wie er ist, ja, ohne jetzt da diese Saaten dazu zu geben. Dieser getrocknete Trester, den kann ich im Mixer pulverisieren zu einem Pulver und dann kann ich mir eigene Gewürzmischungen machen. Das heißt also, dass ich dann ein bisschen Salz dazugebe, andere Kräuter und quasi meine eigenen Gewürzmischungen habe, mit denen ich dann über den Salat arbeiten kann, mit denen ich vielleicht eine Avocado-Creme andicke. Also das ist auch noch eine Möglichkeit. Einfach stumpf trocknen das Zeug. Und wie lange? Bis es richtig zerbrechlich ist. Ne? Also bis richtig die Feuchtigkeit raus ist. Und das sieht man immer daran, wenn man das dann aus dem Dörrgerät oder Backofen herausnimmt, dass es brechen muss. Okay. Und dann kann ich es eben auch optimal verarbeiten zu einem Pulver im Mixer. Ja. Ja. Also das ist auch eine Möglichkeit. Ich erfahre so viel von dir, Peter, das ist unglaublich. Ja, es gibt noch mehr Leute, die viel von mir lernen können. Ja. Da draußen zum Beispiel. Sehr schön. Ja, also Pizza klingt immer gut. Wie kommt es zu diesem? Ja, also hier sehen wir ja das Endprodukt. Ja. Man muss dann schauen, der sollte nicht komplett durchgetrocknet werden, dass er eben so brüchig wird, ne, weil dann ist es schwierig, den zu schneiden. Wenn man den jetzt allerdings für die Zukunft macht, also man kann den auch komplett durchtrocknen, ne, dann wird er so ein bisschen wellig und komplett hart. Und dann, wenn ich den an dem Tag, an dem ich den verarbeiten möchte, dann gehe ich da mit so einer Sprühflasche und ein bisschen Wasser drüber, so eine Viertelstunde, bevor ich anfange damit zu arbeiten. Und dann zieht er sich die Feuchtigkeit und wird dann eben genau wie hier flexibel. Ja? Also das ist eben noch nicht komplett durchgetrocknet, weil dann wäre er brüchig. Genau, und du sagst, für die Zukunft ganz austrocknen lassen, damit der so lang wie möglich haltbar ist. Genau, dann kann man auf Vorrat produzieren. Ja. Und packt das dann irgendwie luftdicht in die Vorratskammer und holt sich das dann nach und nach raus, um es zu verarbeiten. Das gilt sowohl für den Wrap als auch eben für die Pizza-Variante. Mega. Ja. Und hier sieht man vielleicht, dass wir hier die Saaten nicht ganz gelassen haben. Das heißt also, wir haben hier die Saaten vorher gemahlen, das zeigen wir auch gleich nochmal, weil wir ja für einen Wrap oder für einen Pizzateig eine andere Konsistenz haben möchten, als jetzt zum Beispiel für Cracker oder für diese Dörlinge, die wir auch schon gezeigt haben. Ja, und das bedeutet, dass wir die vorher mahlen, frisch mahlen. Bitte kauft keine gemahlene Leinsaaten, weil da starten natürlich dann schon die Oxidationsprozesse oder gemahlene Chiasaat. Ich würde das immer frisch herstellen. Hier habt ihr ja auch kurze Zwischenwerbung. Ja, also eine kleine Werbepause. Es ist keine Dauerwerbesendung, ne? Das kann man nicht sagen, oder? Nein, ist es nicht. Ja, okay. Also wir haben eben nicht diese Saaten, aus denen dieses Trester Gold besteht. Ja. Die haben wir nur zum Teil eben. Wir haben geschälte Hanfsamen in Rohkostqualität und die schwarzen Chiasamen, Sonnenblumenkerne. Hier hast du schon ganz schön angemischt, man sieht das. Und statt Leinsaat, wenn man die Möglichkeit hat, beim Müller, wie heißt es richtig, egal. Ja. Wenn man also eine Ölmühle in der Nähe hat, dann kann man auch den Presskuchen, der bei der Ölerstellung übrig bleibt, den könnte man auch verwenden. Ja. Also dass man statt 150 Gramm Leinsaat eben 150 Gramm von dem Presskuchen nimmt als Mehl. Mega. Ja, und da möchte ich ganz kurz noch zeigen, dass es eben auch die Möglichkeit gibt, was in die süße Richtung zu machen. Da müsste ich aber dann zu diesem Trester
Wir können auf jeden Fall das Rezept, denke ich, auch veröffentlichen, aber da muss ich zu dem Trester eben noch was Süßes dazugeben. Ja. Oder ich mache so eine Art Granola oder über den Salat kennt man das ja, diese Croutons, dieses geröstete Brot, dass man dann eben den Sellerietrester und die Saaten schön würzig abschmeckt und das dann so zerstückelt. Ne? Ja. Das sind dann so kleine Stücke, die man dann so auseinanderschneidet. Und das kann man dann quasi über den Salat oder als süße Variante eben mit Datteln verarbeitet, kann man das dann übers Müsli geben. Ist so richtig schön crunchig. Also probier doch einfach mal. Gern. Das ist die süße Variante. Da sind jetzt dann auch sogar noch Kakaonips mit dabei und ein bisschen Haferflocken. Ja, ist schokoladig. Gut, dann würde ich sagen. Das Rezept findet ihr auch unten im auf jeden Fall. YouTube-Video-Beschrieb. Ja. Im Beschrieb, das ist schweizerisch, oder? Wie sagt man auf Deutsch? Ja, in der Beschreibung. In der Beschreibung. Die Genau. Rezepte sind auch auf Hochdeutsch verfasst und nicht auf Schweizerdeutsch. Ja, das ist vielleicht ein Vorteil. Ne? Da erreichst du einfach mehr Personen. Ja. Gut, also auch den Trester könnte man sagen, weil wir ja auch hier wieder Wasser zusätzlich dazu nehmen, dass wir den Trester mixen. Damit die Fasern nicht so lang sind, wenn ich das dann hinterher auseinanderschneide. Aber wir sollten in den Behälter, weil er jetzt noch so schön trocken ist, die Saat mahlen. In einem feuchten Behälter etwas mahlen, dann bleibt alles kleben. Ja. Und das müssten jetzt noch so ungefähr 150 Gramm sein. Kontrollieren das mal. Ja. Also wir haben 150 Gramm Trester und brauchen die gleiche Menge von der Saat. Na super, das kommt ja prima hin. Gut, okay, das gebe ich jetzt hier rein. Ja. Und ich kann übrigens im Mixbehälter auch kleinere Mengen an Saaten schroten. Also hier könnte jetzt so wenig drin sein, dass das Messer noch nicht mal berührt wird. Okay. Aber durch diese hohe Umdrehung wird das eben aufgewirbelt und wird dann alles zerkleinert. Und ich bestimme quasi über die Laufzeit, ob das eben angeschrotet ist, ob es komplett gemahlen ist. Ne, das liegt dann in der Verantwortung von jedem, der das einsetzt. Ich nehme mal hier diese manuelle Bedienung. Ja, und das wird jetzt richtig schön. Ja, also das würde mir jetzt schon so reichen. Ja. Ich mag das Design auch vom Blendtec. Ne, also ich glaube, hier kann man das mal so reinhalten. Ja. Das ist also jetzt schon mehr als angeschrotet, ne? Eher so ein Mehl. Ja. Ja, und jetzt würden wir quasi noch mit Wasser den Trester zerkleinern. Und dann nehmen wir ungefähr die doppelte Menge Wasser, wie jetzt ich Trester habe. Ja, Okay. Das heißt also bei 150 Gramm Trester wären das dann so 250, 350 Milliliter Wasser. Ah, doch, so viel Wasser. Und man sieht dann ziemlich schnell, ob das eben ausreichend war. Woran sieht man das? Wenn es zu dickflüssig ist, wenn ich es nicht richtig ausstreichen kann. Ja. Ne, ich streiche das ja hier gleich aus in dieser Form. Und wenn das dann sich kaum ausstreichen lässt, dann muss ich noch ein bisschen Wasser dazugeben. Okay. Wenn ich zu viel Wasser genommen habe, dann muss ich eben noch mal ein bisschen Saaten mahlen oder ein bisschen Trester dazugeben. Vielleicht noch mal ganz kurz, wenn wir noch mal hier uns das Granola noch mal anschauen. Ja. Also es ist natürlich so, bei uns zu Hause ist es auch so, überwiegend wird Sellerie entsaftet, aber die Kinder, ja, die stehen halt nicht so auf puren Selleriesaft, da machen wir ab und zu auch einen Karotten-Apfelsaft. Und da kann man eben den Trester ideal für ein süßes Granola benutzen. Dass man also hier den Trester nutzt, 150 Gramm von diesem Safttrester, 150 Gramm von den Saaten und dann kann man eben noch Kakao-Nips dazugeben, ein bisschen Haferflocken. Also diese 150 Gramm, das wiederholt sich, das ist so der Schlüssel. Ja, das ist ungefähr eben einmal entsaften, einmal 500 Milliliter. Ja. Aber ansonsten hatten wir auch schon in den anderen Videos das angesprochen, dass man das aufbewahren kann. Dass man es also nicht jedes Mal nach jedem Entsaften den verarbeitet, sondern einfach 3-4 Tage offen im Kühlschrank lagert. Und dann kann man eben schauen, mache ich da jetzt nur Cracker raus, mache ich Cracker und einen Pizzaboden, mache ich einen Granola, mache ich diese Croutons. Das ist dann variabel einsetzbar. Wichtig ist nur bei der Lagerung, dass ich nicht ein geschlossenes Behältnis nehme, sondern das offen in der Schale lagert, dann wird es nicht schlecht. Ja, ich bin jetzt schon, mein Hirn ist so, okay, was ist alles möglich mit meinem Sellerietrester? Ja, es eröffnet sich dann ein ganz neues Universum. Ja, wirklich. Das Sellerietrester-Universum. Granola, Pizzaboden, Cracker, Dörlinge. Ja, also Yes.
es gibt da schöne Möglichkeiten. Ja. So, jetzt kippen wir mal hier unsere Saat wieder zurück. Ja. Weil wir wollten ja jetzt hier noch den Sellerie einkürzen durch Mixen. Ja. Ja, also man könnte jetzt natürlich sagen, ja, einfach den Sellerie dazu, das Wasser dazu und dann den Mixer laufen lassen. Ja. Aber diese geschroteten Saaten, die dicken dann so schnell ein. Ja, Das ist dann so pumpig. dass es dann zu fest wird, dass der Mixer vielleicht stehen bleibt, wie auch immer. Gut, das hat jetzt hier sich schon ein bisschen abgesetzt. Klebt ein bisschen. Das ist das Schöne beim Blendtec, dass es keine spitzen Messer oder scharfen Messer gibt und ne, der Schlesinger hier, dieser Teigschaber, dann ganz bleibt. Ja. So. Prima, jetzt haben wir also hier den Behälter wieder einigermaßen frei für unseren Sellerie. Der kommt jetzt hier komplett rein. Wunderbar. Und ein Vorteil, wenn wir jetzt gleich die Saaten noch mit dazugeben, dass das fast sofort eindickt. Also da ist keine Wartezeit mehr wie bei einer Variante, wo man die Körner ganz lassen würde. Also von daher ist das ganz schnell. So, hier haben wir so schönes gefiltertes Wasser. Ja, wichtig. Nicht einfach Wasser aus der Leitung nehmen. Nein. Machen wir nicht. Nee. So. Dann starten wir. Der Tisch tanzt gleich mit. Ja, der freut sich einfach. So, yeah. Yeah, Pizzaboden. So, jetzt will ich schauen, wie schnell sich das eindickt. Genau, Ob das das stimmt, was du versprochen hast. Genau, das geben wir jetzt hier noch dazu. Ja, danke. Und da nutzen wir eben den Mixer. Jetzt muss er ja nur kurz laufen. Und dann nutzen wir wieder den Mixer mit der Pulsfunktion. Das ist mehr so ein Unterrühren Ja, mit dieser was Pulsfunktion. eigentlich noch auch da hier ein bisschen dazugehört, ein bisschen Salz. Ah ja. Ja. Sehr gerne. Bin ich ein Freund von. Ja? Ja, so ein bisschen Salz. So, So. perfekt, alles schön. Ja, das ist so schön Untergemixt. breiig. Ja, richtig schön. So, dann der alte Trick wieder, dass wir nicht die Folie auf dem Sieb lassen. Und das jetzt hier verteilen. Genau, wir lassen die Folie nicht auf dem Sieb, damit es sich da nicht in diesen Genau, ne? Maschen Weil, verhängt. genau, wenn ich jetzt hier aus Versehen über die Folie drüber streiche, dann klebt das hier fest und lässt sich dann nur schwer wieder rausholen. Ja. Und wenn wir jetzt einen Wrap-Teig haben, dann würden wir es natürlich eckig machen. Wenn wir einen Pizzateig haben möchten, machen wir den vielleicht rund. Und beim Wrap hast du auch gesagt, das würdest du dann dünner machen. Ja, also das wäre jetzt die richtige Dicke für einen Pizzaboden. Wie dick ist das etwa? Das ist so ein knapper halber Zentimeter. Ne? Und wenn ich jetzt sage, ich möchte einen schönen Wrap, dann mache ich das eben noch ein bisschen feiner, ein bisschen dünner. Und wie gesagt, wenn ich sofort einige von den Wraps oder von der Pizza verarbeite, dann trockne ich den Teig gar nicht erst richtig durch, sondern lasse ihn so weit antrocknen, dass er noch flexibel ist. Ja. Und nur wenn ich jetzt auf Vorrat produziere, dann müssen sie durchgetrocknet sein oder ich müsste sie einfrieren. Also das ist dann Geschmackssache. Ne? Aber also auf jeden Fall werden sie so nicht auf Dauer haltbar. Wenn sie noch flexibel sind, dann haben sie zu viel Feuchtigkeit noch. Genau. Ja. So, und beim Wrap kommen dann natürlich auch keine Streifen rein, wie bei den Crackern zum Beispiel. Ja. Perfekt. Das war's schon. Ja. Peter, vielen Dank, dass du das mit uns hier geteilt hast. Gerne, gerne. Also ich finde es ja toll, wenn das vielleicht auch Leute
wie soll ich mal sagen, also ich kenne mittlerweile Leute, die wegen diesem ganzen Trester sagen, das ist nichts für mich. Ja. Und wenn man dann eine Chance oder einen Weg aufzeigt, hey, du musst das nicht wegwerfen, dann macht das viele Leute ruhiger, entspannter und sie bleiben dabei. Definitiv. Ja, bleibt dabei, probiert die Rezepte von Peter aus und die Rezepte findet ihr, wie gesagt, unten im in der Videobeschreibung, nicht Videobeschrieb. Und ihr findet auch die Links zu den Geräten unten im Beschrieb, weil Keimling ist ein Partner von uns und wir freuen uns sehr darüber. Das heißt, für euch sind die Produkte nicht teurer, aber wir bekommen eine Provision bei dem Verkauf und somit fließt das Geld wieder in die Arbeit von Chronisch Ehrlich, also eine Win-Win-Situation. Absolut, für alle. Für alle. Win-Win-Win. Win-Win-Win, so schön. Ihr Lieben, ein gutes Miteinander und dann bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Jetzt habe ich Hunger. Ja, du isst doch die ganze Zeit hier. Ja.